Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie man eine Mikroneedling-Behandlung ganz einfach und genauso professionell zu Hause selber machen kann. Übrigens, ich habe davor einen Mikroneedling-Kurs besucht, deswegen ich weiß genau, wovon ich hier im Video spreche. Dadurch, dass man sich zu Hause mit einem Mikroneedling-Gerät selber behandeln kann, beziehungsweise das wird ja auch Dermapen genannt, spart man wirklich eine Menge Geld, denn ihr müsst nie wieder zu einem Kosmetiker gehen und jedes Mal 100 € für eine Behandlung zahlen oder mehr. Übrigens sagen die Kosmetiker nie, dass eine Mikroneedling-Behandlung dir so gut wie gar nichts bringt. Man muss die regelmäßig machen und ungefähr 5-mal, dass man wirklich Ergebnisse erzielt. Das heißt, man gibt 500 € aus, was eine Menge Geld ist. Und zweitens bin ich der Meinung, wenn ihr die Behandlung selber macht, erzielt ihr viel bessere Ergebnisse bereits nach der ersten Behandlung. Wieso das aber so ist, erkläre ich euch ein bisschen später im Video. Ich verwende für meine Mikroneedling-Behandlungen den Dr. Needle. Der ist extra mit seiner Anleitung für die Selbstanwendung gedacht. Ich behandle mich jetzt schon seit einem halben Jahr selber. Und meine Haut hat sich dadurch einfach komplett verändert. Also vielleicht habt ihr es auch schon in Instagram gemerkt, also viele haben mir geschrieben, wow, deine Haut sieht einfach so krass gerade aus. Und das liegt jetzt wirklich gerade an den Mikroneedling-Behandlungen. Also meine Hautoberfläche hat sich komplett verändert und hat so einen richtig strahlenden Ton bekommen, sagt man Ton. Sie ist einfach reiner, durchfeuchteter, nicht mehr so gerötet und auch Pigmentflecken oder auch Pickelmerkmale verschwinden durch die Behandlung bei mir einfach viel schneller. Ich finde die Haut, die strahlt so, als wäre sie so komplett frisch geboren, so wie von so einem Baby. Und meine vernarbten Poren, weil ich sie ja früher ausgedrückt habe, die verschwinden mehr und mehr. Also das ist wirklich krass, weil Mikroneedling, das hilft einfach auch gegen Narben. Was habe ich eigentlich für einen Hauttyp? Also zu mir selber. Ich hatte früher richtig starke Akne, also viele Pickel und Mitesser in der Pubertät, aber auch nach der Pubertät, denn ich habe das PCO-Syndrom. Ich habe das testen lassen und ich denke auch, dass viele davon betroffen sind. Das heißt, mein hormonelles Ungleichgewicht besteht auch im späten Alter, beziehungsweise besteht ein Leben lang. Ich habe hormonelle Akne, deswegen kann ich hier für viele sprechen und helfe sozusagen Leuten in der Pubertät und auch PCO-Betroffenen. Und mein Glaube ist eben, dass man sich selber zu Hause behandeln kann und eben nicht zum Kosmetiker gehen muss und ganz viel Geld ausgeben muss und dadurch trotzdem eine schöne Haut erhalten kann, jeden Tag. Und ich bin eben ein Beispiel dafür und wenn ich es kann, könnt ihr es natürlich auch. Wie gesagt, ich habe mit meinen Selbstbehandlungsmethoden schon sehr vielen geholfen. Bevor du aber eine Mikroneedling-Behandlung bei dir selber zu Hause durchführen möchtest, solltest du natürlich wissen, wieso du eine Mikroneedling-Behandlung bei dir machen möchtest. Die Frage ist also, was kann das Mikroneedling alles? Mikroneedling-Behandlung ist übrigens eine der bekanntesten Kosmetikbehandlungen weltweit. Denn Mikroneedling hilft gegen so vieles. Es hilft gegen Hautunreinheiten, gegen Unterlagerungen, einen fahlen Ton. Es hilft gegen Pigmentstörungen und Pickelmerkmale, geweitete, vergrößerte Poren, Narben und Aknenarben und altersbedingte Falten. Und sonst wirkt das eben auch entgiftend. Im Gesamten wird einfach deine Haut komplett erneuert und einfach alles aktiviert. So, für deine Mikroneedling-Behandlung brauchst du Folgendes. Also du brauchst einfach erstmal eine ruhige Hand und genügend Zeit. Aber ich glaube, das hat jeder, oder? Naja, nicht jeder. Ich nicht. Dann ist auch wichtig, dass du eine gute Beleuchtung hast und mindestens 18 sein, weil man kann das sonst einfach noch nicht so verantworten. Wenn du noch nicht 18 bist, dann sprech einfach mit deinen Eltern. Vielleicht erlauben sie es dir. Ich empfehle es einfach 18 zu sein, weil man damit dann auch nicht einfach irgendwie rumspielt und Dummheiten macht, weil man mit 18 die volle Verantwortung trägt. Das ist halt der Grund, wieso ich sage, man sollte 18 sein. Dann empfehle ich dir ein Haarband zu tragen, das eben deine Haare zurückhält. Am besten eignet sich das Skincare Cat Haarband, dann bist du auch im Team Hauttief dabei. Kannst du einen Hashtag setzen in Instagram, uns anziehen und Hauttief markieren. Dann benötigst du auch 2 puderfreie Handschuhe, die können natürlich weiß oder schwarz sein, das ist egal. Ich hole die immer vom Rossmann, ist nicht teuer. Dann, wenn du Make-up trägst, solltest du unbedingt einen ölfreien Make-up-Entferner benutzen vor der Behandlung. Das ist wichtig. Und dann noch eine ölfreie Gesichtsreinigungslotion. Dann benötigst du noch Octane-Sep, speziell für die Haut. Dadurch kannst du einfach deine Haut sehr steril machen vor der Behandlung, damit sich einfach keine Bakterien irgendwie verteilen und du dadurch dann Pickel bekommst. Und natürlich brauchst du dann auch den Mikroneedler, den Dr. Needle, zusammen mit seiner Anleitung. Ich habe übrigens den Dr. Needle selber rausgebracht und eben mit ihm zusammen die Behandlungsmethode hier für zu Hause entwickelt. Dann benötigst du eben auch einen passenden Nadelkopf.
Die Nadelköpfe vom Dr. Needle sind anders als gewöhnliche Nadelköpfe mit Gold beschichtet. Gold wirkt ja bekanntlich antibakteriell und deswegen sind einfach diese Nadelköpfe vom Dr. Needle speziell für Problemhaut entwickelt worden. Diese Nadelköpfe gibt es in unterschiedlichen Variationen mit verschiedenen Nadelanzahlen. Die Nadelköpfe gibt es mit 42, 36, 24 und 12 Nadeln. Mit sinkender Nadelanzahl erzielen die Nadelköpfe dabei unterschiedliche Wirkungen. Ein 42er Nadelkopf ist hierbei schonender als ein 12er Nadelkopf, wobei ein 12er Nadelkopf mehr Wirkungen als ein 42er Nadelkopf erzielt. Und das liegt eben daran, ihr kennt ja diesen Trick, wo ein Mann mit Barfuß auf einem Nagelbrett steht und wieder runtergeht und sich nicht verletzt hat. Würde man jetzt aber einige Nägel wegtun und sagen wir, das Brett hatte noch 5 Nägel und der Mann würde auf dieses Brett steigen, dann würde der Fuß sehr stark gereizt werden. Und das gleiche gilt auch beim Mikroneedling. Das heißt, umso mehr Nadeln du hast, umso schonender ist die Behandlung. Das heißt, deine Haut wird einfach weniger gereizt. Und wenn du beim Mikroneedling weniger Nadeln verwendest, dann ist die Behandlung einfach reizvoller, aber umso eine größere Wirkung erzielst du eben auch. Die Sache ist aber, du musst deine Haut an diesen Reiz gewöhnen. Das heißt, du solltest mit einer hohen Nadelanzahl anfangen, am besten mit einer 42er. Ein Nadelkopf kann man pro Behandlung einmal hernehmen, aber die Nadelköpfe kosten nicht so viel, kosten so viel wie eine Gesichtsmaske vom DM. Der Preis ist voll okay. Und wenn man auch mehr Nadelköpfe nimmt, dann wird's umso günstiger. Dann benötigt ihr auch ein Hyaluronserum. Ihr müsst wirklich ein spezielles Hyaluronserum nehmen, das eben für Dermapens geeignet ist. Ihr solltet keine Produkte benutzen, die nicht für Dermapens geeignet sind und auch keine Produkte benutzen, die für Dermaroller geeignet sind. Weil Dermapen ist nochmal was anderes und deswegen, da müsst ihr wirklich mehr drauf achten, was ihr benutzt. Dieses Hyaluronserum ist im Vergleich zu anderen Hyaluronserien wirklich am günstigsten, weil das enthält sehr viel. Also ich habe noch nie so ein Kosmetikprodukt gehabt, das so viel enthält. Das hält euch wirklich ein Jahr. Daher kann ich euch das sehr empfehlen. Wenn ihr euer Gerät desinfizieren möchtet, vor oder nach der Behandlung, dann kann ich euch 70%igen Isopropylalkohol auch sehr empfehlen. Für die Aftercare-Pflege benötigt ihr nicht so viel, ihr braucht nur sehr einfache Sachen. Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach eine Tuchmaske verwenden, die eben noch nicht irgendwie mit irgendwas besetzt ist. Und dann benötigst du eben noch geeignete Pflegeprodukte, die die Haut nicht reizen. Das wäre einmal Vaseline oder die Eucerin Aquaphor Protect Repair Salbe. Oder notfalls, wenn ihr keine Vaseline verwenden wollt, aus persönlichen Gründen, dann könnt ihr auch Squalane nehmen. Auch benötigt ihr für die nächsten Tage nach der Behandlung eine Sonnencreme, die für eine sensible Haut geeignet ist. So, bevor ich dir anfange, Schritt für Schritt zu zeigen, wie ich meine Haut selber behandle, solltest du natürlich erstmal wirklich auch verstehen, was der Mikroneedler eigentlich mit deiner Haut macht, damit du diese zahlreichen Ergebnisse erzielst. Und zwar, bei einer Mikroneedling-Behandlung stechen ganz feine Nadeln mit einer Einstichgeschwindigkeit von bis zu 100 Einstichen pro Sekunde senkrecht in die oberste Hautschicht der Oberhaut ein. Klingt jetzt ein bisschen krass, das klingt ja so, als würde es ziemlich wehtun, aber glaub mir, sonst würde ja niemand mehr zum Kosmetiker gehen. Also Tattoos im Vergleich tun ja weh, weil die gehen in die Lederhaut. Aber Mikroneedling geht eben nur bis in die Oberhaut. Das heißt, da befinden sich noch keine Nerven. Somit tut das eben nicht weh. Es ist ein bisschen unangenehm, aber man kann dieses unangenehme Gefühl wirklich aushalten. Also sonst würde das ja auch niemand machen. Übrigens wird deine Haut sich auch an dieses unangenehme Gefühl gewöhnen, umso mehr Behandlungen du machst. Das heißt, verwende am Anfang einfach auch eine Nadel mit einer hohen Nadelanzahl, weil dann ist dieses unangenehme Gefühl schwächer, als wenn du einen Nadelkopf mit nur 12 Nadeln verwendest. Doch was passiert eigentlich dann in der Haut? Ihr müsst euch das so vorstellen. Durch diese kleinen Einstiche in der Oberhaut werden nämlich kleine Mikroverletzungen in der Haut erzielt, welche dann einen Reiz hervorrufen. Diese Mikroverletzungen sind dabei total unbedenklich, weil wir treffen dort nur auf Hautzellen, die später sowieso absterben würden. Also ihr wisst ja sicher, dass ihr auch eine Hornhaut oben habt, die besteht nur aus toten Zellen. Wenn ihr euch zum Beispiel mit einem Messer schneidet, dann trifft ihr nicht nur die Oberhaut, sondern ihr gelangt bis zur Lederhaut durch. Da würde man auch Gewebsfasern eben durchschneiden. Diese Verletzungen sind dann natürlich etwas bedenklicher und können Narben erzeugen. Und das Mikroneedling findet eben nur in der Oberhaut statt, wodurch eben diese kleinen Mikroverletzungen der Hautzellen unbedenklich sind. Wie gesagt, die Hautzellen würden ja sowieso nach oben wandern und dann auch absterben. Und umso näher die
Einstiche dabei an die Basalzellschicht drankommen, umso größer ist eben dieser gewollte Reiz. Und genau das ist eben das Ziel des Mikroneedlings. Wir wollen einen Reiz auslösen, damit die Basalzellschicht und die Lederhaut stimuliert wird. Denn dadurch startet nämlich der Körper sein eigenes Reparaturprogramm. Das erste Programm heißt Erneuerung der Oberhaut. Wenn man nämlich genauer anschaut, dann befinden sich auf der Basalzellschicht Stammzellen, die dafür verantwortlich sind, neue Hautzellen für die Oberhaut zu bilden. Und wird eben diese Basalzellschicht stark durch diesen Reiz stimuliert, dann wird die komplette Hauterneuerung angeregt, wodurch die Oberhaut nach der Behandlung sich erneuern kann. Und die Oberhaut ist ja eben die Erscheinung für das komplette Hautbild. Und du musst dir vorstellen, wenn diese Oberhaut sich eben dadurch komplett erneuert, erzielen wir eben diese guten Ergebnisse. Durch die verursachte Hauterneuerung können eben leichte Pigmentflecken und Pickelmerkmale entfernt werden, die Entstehung von Unterlagerungen verhindert und die Heilung eines Pickels verstärkt gefördert werden. Zudem können auch permanenten Hautrötungen entfallen und die Entstehung von Pickeln entgegengewirkt werden. Das Ergebnis wird meistens nach 1 bis 4 Wochen sichtbar, nachdem sich die Haut eben komplett erneuert hat. Aber durch die Mikroneedling-Behandlung wird noch ein weiteres Programm aktiviert. Und zwar die Verdickung der Lederhaut. Wer nicht weiß, was die Lederhaut eigentlich ist, die Lederhaut ist so gesehen unser Stützgerüst unserer Haut. Denn dort befinden sich hauteigene Hyaluronsäure und Kollagen- und Elastinfasern, welche für das Volumen und die Elastizität der Haut verantwortlich sind. Fehlt zum Beispiel was an einer Stelle, dann liegt es häufig daran, dass wir zum Beispiel da eben eine Narbe haben oder eine altersbedingte Falte. Denn wie ihr vielleicht schon wisst, nimmt das Volumen der Lederhaut im Alter ab. Doch durch unser Reparaturprogramm wird die Lederhaut stimuliert. Das heißt nichts anderes, als dass die Neubildung von Kollagen, Elastin und Hyaluron, die eben für das Volumen der Haut verantwortlich sind, gefördert wird. Das Ergebnis ist also, dass wir eben durch eine Mikroneedling-Behandlung Narben, Aknenarben, Falten, Dehnungsstreifen, leichte Cellulite und auch vergrößerte und geweitete Poren effektiv mindern können. Weil, wie gesagt, die Lederhaut eben dadurch wieder mehr Volumen bekommen kann. Oftmals sind aber für eine Verdickung der Lederhaut mehrere Behandlungen notwendig, damit wir auch sichtbare Ergebnisse erzielen können. In der Regel benötigt man so 5 Behandlungen. Meiner Meinung nach ist eine Mikroneedling-Behandlung ein Muss, wenn man ins Alter kommt, weil anders kann man ja die Haut nicht aufbauen. Also da helfen auch keine Cremes. Wenn man lange faltenfrei sein möchte, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Wenn zum Beispiel auch eine Falte schon eine zu starke Tiefe erreicht hat, dann ist es meistens schon zu spät. Und da helfen einfach nur noch Hyaluron-Fillers und die sind einfach nochmal richtig teuer. Und Hyaluron kann man sich eben nicht selbst spritzen. Kann dann leider auch nur der Arzt. Ein weiterer Vorteil ist auch noch neben unserem Reparaturprogramm, dass unsere Haut entgiftet wird. Denn durch die Behandlung wird einfach extrem der Blutfluss und der Lymphfluss in einem sehr großen Maße gefördert. Und dadurch können eben entzündungsfördernde Proteine und verschmutzte Gewebsflüssigkeiten schneller abtransportiert werden. Wenn ihr zum Beispiel auch den Augenbereich behandelt, dann können nämlich auch geschwollene Tränensäcke sehr gut gemindert werden. Und ein weiterer Nebeneffekt durch die Verwendung des Hyaluronserums ist, dass die Oberhaut dadurch sehr gut durchfeuchtet wird und dadurch können Trockenheitsfalten sehr gut gemindert werden. Was auch noch erwähnenswert ist, dass durch diese vielen zahlreichen Einstiche eine verdickte Hornhaut aufgelockert wird, wodurch nach der Behandlung gleich der Entstehung von Pickeln und Mitessern entgegengewirkt werden kann. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was eine dicke Hornhaut mit Pickeln oder Mitessern zu tun hat, dann kann ich euch mein Hautpflegevideo sehr empfehlen. Dort erkläre ich nochmal alles genau. Ich verlinke euch das Video auch nochmal in der Infobox. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, wieso so viele Menschen wirklich Mikroneedling-Behandlungen bei sich durchführen lassen. Unter anderem machen das ja auch viele Schauspieler und bekannte Leute, weil man erzielt damit einfach so extreme Verbesserung der Haut, ohne dass irgendwie eine Schönheits-OP notwendig ist. Ja, und das ist auch der Grund, wieso ich so froh bin, dass ich diese Behandlungsmöglichkeit entdeckt habe, welche man durch meine Anleitung auch zu Hause durchführen kann, damit wirklich jeder was davon hat. Fangen wir also jetzt endlich mit der Anleitung an. Die beste Behandlungszeit ist abends, weil du schön dick die Aftercare-Pflege dann auftragen kannst und sich die Haut über Nacht von der Behandlung sehr gut erholen kann. Auch solltest du am nächsten Tag nichts vorhaben, denn meiner Erfahrung nach benötigt die Haut 24 Stunden, bis sie sich komplett beruhigt hat. Plane daher immer die Behandlung am Freitag oder Samstagabend ein. Als erstes bindest du deine Haare zurück. Du kannst es mit dem Skincare Cat Haarband machen oder sonst kannst du auch einen einfachen Softgummi hernehmen, damit eben die Haare komplett aus dem Gesicht sind. Ich entferne dann das Make-up mit dem ölfreien Make-up-Entferner
und dann reinige dein Gesicht mit der ölfreien Waschlotion. Desinfiziere dann dein komplettes Gesicht mit einem Wattepad, auf das du Octanisept gesprüht hast. Ziehe dann, bevor du mit der Behandlung beginnst, die puderfreien Handschuhe an. Teile nun dein Gesicht gedanklich in 2 Hälften und fange bei der einen Seite mit der Stirn an. Und danach gehen wir dann die gezeigte Reihenfolge vor. Trage nun auf die zu bearbeitende Gesichtsregion das Hyaluronserum auf. Wichtig hierbei ist, dass du mit dem Hyaluronserum nicht sparsam umgehst. Es ist ja auch sehr viel enthalten. Das Hyaluronserum sorgt einfach dafür, dass der Nadelkopf besser über die Haut gleitet und auch eventuelle Schmerzen gemindert werden können. Drehe nun deinen ausgewählten Nadelkopf, der neu aus der Verpackung kommt, also nicht zweimal verwenden, in den Dr. Needle ein, bis man einfach nicht mehr weiter drehen kann. Zur Übung macht ihr jetzt den Dr. Needle noch nicht an. Man hält den Dr. Needle bei der Behandlung senkrecht zur Hautoberfläche, sodass die Nadeln eben senkrecht einstechen. Ihr seht auch, ich stabilisiere die senkrechte Haltung mit meinen kleinen Finger. Bei der Nase sollte die senkrechte Haltung dann ungefähr so aussehen. Der Druck des Gerätes auf der Haut entspricht eigentlich dem gleichen Druck, als würdet ihr mit einem Stift irgendwas aufs Papier schreiben. Der Druck sollte einfach angenehm auf der Haut sein. Du kannst bei der Behandlung entscheiden, ob du kreisende Bahnen ziehst oder ob du gerade Linien ziehst. Das ist dir selber überlassen. Ich persönlich tu lieber kreisende Bahnen ziehen. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist dabei eigentlich so gut wie egal, weil die Nadeln bis zu 100 Mal pro Sekunde eben einstechen. Man sollte es aber natürlich nicht übertreiben und so schnell machen. Es sollte immer noch angenehm sein. Worauf man aber wirklich achten muss, ist, dass der Dr. Needle immer in Bewegung bleibt und nicht an einer Stelle verharrt. Wichtig ist, dass du bei der Behandlung 3-mal über eine Stelle gehst, damit du das gewünschte Ergebnis erzielen kannst. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Durch kurzes Drücken, in dem Fall unteren Taste, schaltet ihr den Dr. Needle ein und durch ein erneutes Drücken kann man zwischen den Einstichgeschwindigkeiten wechseln. Beim grünen Licht ist die niedrigste Einstichgeschwindigkeit eingeschaltet und das rote Licht steht für die höchste Einstichgeschwindigkeit. Ich kann euch aber die niedrigste Einstichgeschwindigkeit empfehlen, weil dadurch einfach die Nadeln länger in der Haut bleiben und dadurch einen größeren Reiz hervorrufen. So, jetzt kommen wir zur Nadellängeneinstellung. Ihr seht ja hier diesen Ring und da ist eine Skala drauf von 0 bis 2 mm. Jeder Schritt entspricht hier 0,1 mm, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm. Welche Nadellänge ihr für welche Gesichtsregion verwenden dürft, entnehmt ihr einfach der Tabelle der beigelegten Anleitung des Dr. Needles. Zum Beispiel darf man bei der Stirn, bei einer dünnen Haut 0,2 mm bis 0,5 mm bei den ersten Behandlungen nur verwenden. Fange immer mit der niedrigsten empfohlenen Nadellänge an, also bei der Stirn wäre das 0,2 mm. Wenn die niedrigste empfohlene Nadellänge für deine Gesichtsregion erträglich ist, kannst du immer deine Nadellänge um 0,1 mm weiter erhöhen. Erhöhe so lange die Nadellänge schrittweise 0,1 mm, bis die Nadellänge immer noch für dich erträglich ist. Ziel der Behandlung ist, wie bereits gesagt, so nah wie möglich mit den Nadeln an die Basalzellschicht heranzukommen, um damit den bestmöglichsten Reiz zu erzielen. Aber dabei sollte man das unangenehme Gefühl der Nadeln immer noch ertragen können. Und gerade bei den ersten 5 Behandlungen solltest du nicht höher als die in der Tabelle empfohlenen Nadellängen gehen. Halte unbedingt 1 cm Abstand zum Auge zu deiner Sicherheit und im Augenbereich darf man grundsätzlich nur 0,2 mm bis 0,5 mm gehen. Bei der Behandlung muss auch Pickel und Leberflecken herumgestochen werden. Die richtige Nadellänge zu verwenden ist genau der Punkt, was Kosmetiker meiner Meinung nach nie genau einschätzen können. Denn nur du spürst natürlich, wie tief du tatsächlich gehen kannst. Ein Kosmetiker kann ja das nicht genau spüren, was du jeweils an der Gesichtsregion empfindest. Daher wissen die eigentlich nicht genau, wie tief sie eigentlich gehen können. Und deswegen finde ich, dass Behandlungen bei einem Kosmetiker aus diesem Grund nie so effektiv sein können, da ja durch die Einstiche nicht die bestmöglichsten Reize verursacht werden, wodurch folglich dann die Oberhaut und die Lederhaut schwächer als bei einer Selbstbehandlung stimuliert wird. Und so fallen die Ergebnisse meiner Meinung nach schlechter aus bei einem Kosmetiker, als wenn du dich selbst behandelt hättest. Deswegen finde ich, dass man eben sich selber behandeln soll und ich glaube auch, dass ihr meine Meinung nachvollziehen könnt. Nachdem du die jeweilige Gesichtsregion fertig behandelt hast, notiere dann die verwendete Nadellänge in der dafür vorgesehenen eigenen Tabelle, dass du bei der nächsten Behandlung gleich weißt, welche Nadellänge
du zuletzt verwendet hast und so musst du dann nicht mehr rumtesten. Nicht vergessen, wenn du eine weitere Gesichtsregion behandelst, trage immer erneut vom Hyaluronserum auf. Du kannst auch auf die bereits behandelten Stellen das Hyaluronserum neu auftragen. Dadurch minderst du einfach die unangenehmen Spannungen, falls mal Blutungen auftreten. Es kann mal passieren, dass du bei einer zu hohen verwendeten Nadellänge plötzlich merkst, oh, da blute ich ein bisschen. Dann musst du umgehend die Nadellänge wirklich verringern, bis du eine Nadellänge eingestellt hast, wo keine Blutungen mehr auftreten. In diesem Fall wurde nämlich dann durch die Basalzellschicht gestochen und du hast die Lederhaut getroffen. Diese kleinen Blutungen sind aber, wenn ihr jetzt nicht weitermacht, unbedenklich. Wenn ihr kratzt, blutet ihr auch mal, aber man sollte wirklich dann die Nadellänge wirklich verringern. Wichtig ist aber dann, dass du dir die Nadellänge, wo du eben nicht mehr blutest, unbedingt notierst. Die dafür gesehene Spalte in der Tabelle. Am besten schreibst du das mit Rot rein und weißt, okay, das ist dein Limit, du darfst nicht tiefer gehen und somit kannst du beim nächsten Mal Blutungen einfach vermeiden. Eine Microneedling-Behandlung dauert in der Regel 30 bis 45 Minuten. Dann wisst ihr mal so ein bisschen, wie lange ihr dafür brauchen solltet. Wenn du dann mit der Microneedling-Behandlung nach 30 bis 45 Minuten fertig bist, kommt die Aftercare-Pflege dran. Du kannst, wenn du willst, eben eine Tuchmaske nach der Behandlung verwenden, damit einfach das Hyaluronserum noch tiefer in die Haut einzieht. Dazu trägst du gegebenenfalls einfach nochmal etwas Hyaluronserum auf dein Gesicht auf und befeuchtest dann die Tuchmaske mit Wasser und legst sie für 15 Minuten auf dein Gesicht. Ich verwende hierzu diese praktische Tuchmaske von mir. Die bleibt im Gegensatz zu anderen Tuchmasken super im Gesicht sitzen und bedeckt eben auch zusätzlich das Kinn. Danach nehme ich entweder die Reste des Hyaluronserums mit einem Wattepad ab oder ich lasse das Hyaluronserum an meiner Haut etwas antrocknen. Und anschließend wird einfach die Haut mit Vaseline, der Eucerincreme oder dem Squalanöl sorgfältig eingecremt. Dabei sollte man auch überhaupt nicht sparsam umgehen, weil diese Pflege überzieht die Haut mit einer schützenden Schicht, wodurch einfach Hautreizungen, Schwellungen und auch Spannungen gelindert werden können. Die Haut fühlt sich übrigens auch nach der Behandlung sehr gereizt an. Sie ist sehr berührungsempfindlich, also es fühlt sich wie ein Sonnenbrand an. Aber das heißt unter anderem auch, dass das Reparaturprogramm deines Körpers im vollen Gange ist. Da die Nadeln ja normalerweise in einem Abfalleimer landen würden und dann im normalen Restmüll, könnten sich Personen an den Nadeln leicht verletzen und gegebenenfalls auch mit Krankheiten infizieren. Daher wird empfohlen, dass du die Nadeln eben in eine speziell dafür vorgesehene Entsorgungsbox tust, die es in verschiedenen Größen gibt und man sicher verschließen kann, sobald diese voll geworden ist, damit man sie sicher entsorgen kann. Ich empfehle auch, dass du nach der Behandlung den Dr. Needle mit 70%igen Isopropylalkohol desinfizierst, damit er auch für die nächste Behandlung sauber ist. Danach legst du am besten aufgrund der vielen Pflege ein frisches Handtuch aufs Kopfkissen und gehst schlafen. Über die Nacht erholt sich deine Haut, beruhigt sich auch etwas und schwillt auch etwas ab. Am nächsten Tag ist die Haut meistens auch noch gerötet und sehr empfindlich. Vermeide deswegen am Tag nach der Behandlung Make-up zu tragen. Deswegen ist wie gesagt ein Wochenende für eine Behandlung am besten geeignet. Bei einem Nadelkopf mit einer höheren Anzahl von Nadeln ist das Gesicht weniger am nächsten Tag gerötet als mit einem Nadelkopf mit einer geringeren Anzahl von Nadeln. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass du am Anfang mit einer höheren Anzahl von Nadeln anfängst und dann mit jeder weiteren Behandlung die Nadelanzahl verringerst. Dadurch gewöhnt sich einfach die Haut an den starken Reiz und ist am nächsten Tag dann nicht gleich so stark gerötet. Die Rötungen verschwinden in der Regel dann nach einem Tag. In den nächsten Tagen nach der Behandlung solltest du starke Sonneneinstrahlung meiden, tagsüber auch eine Sonnencreme tragen und auch auf säurehaltige Pflegeprodukte verzichten, weil diese Pflegeprodukte zusätzlich deine Haut noch reizen können. Der Hauterneuerungsprozess kann bis zu 30 Tage dauern. Meistens nach einer Woche werden die ersten Verbesserungen sichtbar. Die Erneuerung der Haut macht sich normalerweise ab dem 4. Tag nach der Behandlung sichtbar, indem an einigen Stellen sehr leichte Hautschädigungen zu beobachten sind. Das fällt kaum auf. Wenn ihr aber im Spiegel nah hinschaut, seht ihr manchmal, dass die Haut sich ein bisschen schält. In manchen Fällen verläuft aber auch die Hauterneuerung ohne sichtbare Hautschälungen ab. Meine Haut wirkt nach der Behandlung direkt erholter. Der Teint ist viel gleichmäßiger, weil einfach alles schön durchblutet worden ist und aktiviert worden ist. Auch meine Teigproduktion ist erheblich gering nach der Behandlung. Was ich auch echt erstaunlich finde,
Vielleicht werdet ihr das auch feststellen. Also ich habe danach wirklich so eine richtig frische Babyhaut. Die neue Entstehung von Unterlagerungen nimmt nach der Behandlung auch extrem ab. Es kommen auch danach keine neuen Pickel oder Hautunreinheiten zum Vorschein, weil meine Haut einfach komplett erneuert wurde und auch Pigmentflecken verschwinden. Also meine Haut strahlt danach einfach richtig vor Reinheit. Und durch regelmäßige Behandlungen kann ich eben dieses Ergebnis permanent für mich erhalten. Aber dazu musst du wirklich einen Abstand von 10 Tagen zwischen den Behandlungen einhalten. Ich kann euch meinen Mikroneedler, den Dr. Needle, wirklich sehr ans Herz legen mit seinen vergoldeten Nadeln, da er eben mit seiner Anleitung für die Selbstbehandlung zu Hause entwickelt worden ist und auch die goldenen Nadeln eben gezielt für Problemhaut geeignet sind. Wie gesagt, die Tabelle und die ganzen Anwendungsschritte sind nochmal alle in der Anleitung vom Dr. Needle drin. Eine Zusatzfunktion, die ich euch noch nicht verraten habe, ist, dass der Dr. Needle auch eine Lichttherapiefunktion hat. Das heißt, ihr könnt individuell das Licht zur Behandlung einstellen. Alles über die Wirkung der Lichttherapie, wie das genau funktioniert, erfahrt ihr aber dann in der beigelegten Anleitung vom Dr. Needle. Also lasst euch überraschen. Und jetzt kommen wir auch zu dem, auf das wahrscheinlich schon sehr viele gewartet haben, weil sie eben das auf der Webseite gelesen haben. Denn mit dem Dr. Needle kann man nämlich Babyglow-Behandlung selber zu Hause durchführen. Das heißt nichts anderes, als dass man leichtes Make-up mit dem Dr. Needle für ein paar Tage aufstempeln kann. Diese Babyglow-Behandlungen sind momentan ziemlich im Trend und das Tolle ist, ihr könnt ab jetzt mit dem Dr. Needle auch diese Behandlungen mit dem geeigneten Nano-Nadelaufsatz auch zu Hause durchführen. Wie aber eine Babyglow-Behandlung dann genau funktioniert, erfahrt ihr dann im kommenden Video. Ich verlinke euch nochmal alle Produkte, die ich in diesem Video verwendet habe und auch meine Videoempfehlungen in der Infobox. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen sehr großen Gefallen tun und euer eigenes Kosmetikstudio mit nach Hause bringen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt bis dahin einfach eine tolle, frische Haut. Bis dann.